konzentrieren. Ne? Ja. So, Jana? Weil ich weiß nicht, ob das gut funktioniert. Jana, konzentrier mal bitte. Guck mal Papa. Guck Papa an. Wenn man zum Beispiel sowas hat, 5 plus x ist 7, ja? Und man will wissen, was x ist, ja? Siehst du das? Ja, da. Ja. Dann kann man das so machen, dass man die 5 auf die andere Seite bringt. Dass hier steht 7 und irgendwas mit 5, dass das x alleine ist. Dann kann man besser gucken, was das x ist. Und um das zu rechnen, kann man einfach sagen, das hier ist ja ein Gleich, ja? Und wenn man auf beiden Seiten dasselbe dazu macht, also auf der Seite von dem Gleich und auf der Seite von dem Gleich dasselbe dazu macht, dann stimmt das immer noch. Jetzt kann man zum Beispiel sagen, wie kann ich denn die 5 wegmachen, also dass nur noch das x da ist. Ja? Dann kann ich sagen, ich kann dir das mal zeigen, wenn ich jetzt so 4 schreibe, 5 minus 5 plus x, das heißt, was habe ich jetzt hier geändert? Ich habe hier noch ein minus 5 dazu getan auf der Seite. Ist, warte, Warte mal. siehst du, dass ich hier ein... Minus 5 ist 0. Genau. Man will immer, dass da eine 0 ist, weißt du? Und auf der anderen Seite steht die 7, aber schau mal, die 5 war schon da und das x war schon da. Und ich habe die 5 dazu gemacht, dass hier 0 ist. Dann muss ich auf der Seite aber auch minus 5 dazu tun. Ja? Damit beide gleich. Weißt du, weil hier ist ein Gleichzeichen, wenn das auf der Seite ist, gleich das auf der Seite. Und wenn ich hier minus 5 dazu tue, dann muss ich hier auch minus 5 dazu tun. Ja? Dann ist das gleich immer noch richtig. 7 minus 5. Jetzt gucken wir erstmal, was ist 5 minus 5? 5 minus 5, hast du 7 minus 5 ist 7. Nein. Nee, Moment, gut. Was ist 5 minus 5? Das hast du eben schon gesagt. 7 Nee, minus warte mal. Was ist 5 minus 5? 5 minus 5, was ist das? Du hast vorher schon gesagt. 5 minus 5. 5 minus 5 ist 0. Genau. Genau. Weil das hier ist alles 0. Siehst du, das ist 0. Ich schreibe mal hier so eine 0 hin. Das ist 0. Und wenn das hier 0 ist, was steht denn hier noch? Ist nur noch das x da, weil das hier ist ja 0, siehst du? Dann kann ich sagen, x, was ist 7 minus 5? 5 ist 0. Ja, 5 minus 5 ist 0. Nicht 5 ist 0, aber 5 minus 5 ist 0. Dann steht auf dieser Seite, das x ist aber immer noch da. Und was ist 7 minus 5? Was ist x? Was ist 7 minus 5? Kannst du mit den Fingern zählen, wenn du willst. Was ist x? Was ist 7 minus 5? 7 minus 1, 2, 3, 4, 5. Was ist das? Ist 2. Und was ist jetzt x? X ist 2. Fertig. Genau, das ist X ist richtig. 2. Weißt du, darum, man kann praktisch sagen, wenn die 5 auf der Seite steht als plus 5, können wir sie auf die Seite schreiben als minus 5. Ja? Hast du verstanden? Nein, ich glaube, das musst du noch öfter. Wir müssen noch auf der oben. X ist jetzt 2. Richtig. Genau. Das kann man auch schon hier gucken. Schau, 5 plus 2 ist 7, das stimmt, ja. Aber wenn man das so macht, dass das x nur noch alleine steht, sieht man direkt auf der anderen Seite, was das x ist. So, wie viel ist die Summe deiner Punkte, wenn du... Moment. Wenn du einen Läufer hast und plus eine Springer hast, wie viele Punkte hast du jetzt? 6. 6. L ist 3 und S ist 3. Oh, da hast du recht. Sehr gut, mein Schatz. 6. Da hast du ja so gut gelernt. Und wenn du einen Turm geschlagen hast und dann hast du noch einen Bauer. Wie viele Punkte hast du gesammelt? So viel. Ja,
Du hast einen Turm und dann noch einen Bauer geschlagen. Wie viele Punkte hast du gesammelt schon? Wie viel How many Punkte? points do you have now? 5. 5 ist ja der Turm. Und Ich dann habe 5 plus, Punkte bekommen. plus gibt der den Bauer noch dazu. Plus das. Ja. Und dann 1. Ja. Und dann, wie viele Punkte hast du denn bekommen? So viele. Ja, alle zusammen. Ein Turm und 1, 2, 3, 4, 5, 6. ja, 6 Punkte hast du gesammelt. Und wie wäre das denn, wenn du einen Läufer hast und dann noch einen Bauer hast und dann noch dazu einen Springer? Und dann aber nicht geschlagen. Ja, du hast aber schon gesammelt. Wie viel hast du jetzt? Du hast einen Läufer, einen Bauer und dann noch einen Springer bei dir. Wie viele Punkte hast du gesammelt? So viel. Ja, zähl mal auf. 1, 2, 3. Und dann 4. 5, 6, 7. Sehr gut! 7 hast du. Nicht mit einem Strich. Okay, Entschuldigung, aber das ist nur ein Stil zum Schreiben, es ist kein Problem. Jetzt machen wir eine andere Variabelzählung, ja? Jetzt mit einem X und einem Y, okay? Nein, ich kann nicht. Doch, kannst du. Ich will kein X und Y. Willst du nicht? Aber das kannst du doch schon gut. Moment, Moment, kurz. Wie viel? X ist 2. Oh, sehr gut, Jana. X ist 2. Da hast du richtig beantwortet. Und jetzt, X ist gleich 5. Und wenn X... Nicht X ist gleich 5. Ja, das setze ich fest. Stelle fest, X ist 5. Und wie viel ist X plus 4? Wie viel ist X plus 4? X ist 5. Und wie viel ist jetzt X plus 4? Aber ich kann nicht die... Aber ich will, dass du noch dort die Zahl machst. Ja, später schreibe ich ja drauf. Jetzt setze ich fest, dass X 5 ist. X ist 5. Und wie viel ist jetzt X plus 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very good, Jana. Super, Jana. Und jetzt? 9 ist auch 3 plus 3 und noch plus 3. Sehr gut. Das heißt, 3 mal 3 ist auch 9. So, jetzt noch eine Aufgabe und dann darfst du danach ein Schachvideo gucken, okay? So, X plus 3 3 ist, mal 3 ist ja, 9. Moment. X plus 3 ist 7. Und was ist X jetzt? Wenn X plus 3 7 ist, was ist dann X? Wie viel Wert hat das X jetzt? X ist 4. Very good, Jana. Oh, du bist ganz stark. Ich gebe dir einen Kuss.